Es ist ein echtes Bimobil, sowohl optisch als auch von allen Genen, aber es ist eigentlich gedacht nicht, um damit jetzt in die harte Wüste zu gehen oder in den Mega-Offroad, sondern man kann damit auch getrost auf einen Stellplatz fahren. Dafür wurde es konzipiert und gebaut. Es ist ein Allradfahrzeug, heißt HR 380 und man wird wahrscheinlich die Qualität vom Bimobil bekommen und das Ganze auf Mercedes-Benz Sprinter. Hier ist der Stefan. Grüß dich, Stefan. Ja, hallo, grüß dich. Das ist eine Zielgruppe. Das heißt, ihr habt auch Menschen, die einfach nur im Stellplatz fahren möchten. Ja, Menschen, die einfach Europa bereisen wollen, nicht unbedingt in die Welt müssen, die sagen, ich will eine gemütliche Rundsitzgruppe, ich will bequem schlafen, ich will auch mal in die Oper gehen und nach der Oper noch Leute einladen. Ja, und ich brauche kein großes Sportgerät, ich will einfach nur ein kompaktes, gutes Reisemobil fürs ganze Jahr. Das ist die Idee von diesem Auto. Knapp über 140.000 €, gut angelegt, denn die Wiederverkaufswerte vom Bimobil sind bekanntlicherweise hoch. Wartezeit im Moment Zwischen 2 und 2,5 Jahren, ja. das spricht für sich, denn ihr seid mit 80 Leuten am Bauen. Ihr macht ungefähr wie viele Fahrzeuge im Jahr? 80 bis 100 Fahrzeuge im Jahr. Das heißt, ihr seid eher ein kleinerer Hersteller, für amerikanische Verhältnisse ein Mini-Hersteller. Richtig. Der größte von den kleinen. Aber das Coole ist, man sieht die Fahrzeuge auch nicht so oft. Also das heißt, Wobei die sich natürlich auch nicht irgendwo tummeln. Ja. Unsere Fahrzeuge, die unterwegs sind, verteilen sich auf der ganzen Welt. Und es gibt Stellen, wo man sie dann plötzlich sieht. Also ich höre regelmäßig, dass wenn die Leute auf der Fähre nach Island sind, dass man sich da dann auf der Fähre trifft. wann wird Island denn zugemacht für Wohnmobile? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nie, aber es ist momentan so überlaufen in Island, dass zumindest zur Hauptsaison sicherlich Einschränkungen kommen werden. Ja. Der ist höher gelegt, ein bisschen. Das ist ein Allrad, ja, der Original-Allrad von Mercedes, der Werksallrad. Wir verkaufen den als Schlechtwege-Allrad, sodass ich halt einfach von einer nassen Wiese runter kann, mal an den Strand runterfahren kann und mal irgendwo einen schönen Stellplatz ausprobieren kann, wenn man doch mal autark steht. Wenn ich will, ich könnte ihn noch ein kleines bisschen böser kriegen von der Optik. Gut, beim Sprinter haben wir nicht so viele Möglichkeiten, ansonsten vom Fahrzeugtuning geht immer was. So ein bisschen Grill, ein bisschen Folien, ein bisschen Lampen. Kann man immer was machen. Das würde gehen. Ja, ich frage nur, weil ich meine, der ist schon fast zu brav, ja, muss ich sagen. Ja, das war auch das Konzept von dem Fahrzeug. Ja, das sehe ich ja war auch. die Idee, das war auch die Zielgruppe. Brave Leute, die trotzdem Bimobil, Die einfach Qualität schätzen. ja, dann wäre doch jetzt grün, wäre doch die richtige Farbe gewesen. So ein richtiges Mintgrün. Haben wir uns hier nicht getraut, aber wir haben tatsächlich den ersten EX366 in so einem richtig giftigen Mintgrün gehabt. Ja. Nee, ich wollte nur Spaß machen. Also Sowas machen wir schon ab und zu. er ist für ein Bimobil fast so schön, muss ich sagen. Ja, denn ich sag mal so, das Graumetallic mit dem Stoßfänger vorne, das steht im Auto gut. Mercedes-Benz, ja, das hat vieles jetzt verändert. Das heißt, die meisten sind ja auf Fiat Ducato, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch so ein Fahrgestell. Ich glaube, in der Klasse geht das überhaupt nicht, oder? Gut, Fiat Ducato ist ein gutes Fahrgestell, nur er ist frontgetrieben und die Last liegt auf der Hinterachse. Das heißt, ich müsste beim frontgetriebenen Fahrzeug sehr auf die Achslastverteilung aufpassen. Da tut man sich mit dem heckgetriebenen Fahrzeug als Reisemobil natürlich viel leichter. Das heißt, da wo die Last ist, ist auch der Antrieb. Das ist natürlich auch ein Fahrzeug, was ganz oft verbaut wurde. Es ist überall zu sehen. Also ich sag mal, der Mercedes-Benz, der ist noch nicht so stark vertreten bei den Reisemobilen im Moment. Es kommt, muss man sagen, aber das hier ist ein Allrad. Das kommt, also wir mit Mercedes Sprinter arbeiten wir aber jetzt schon seit etlichen Jahren zusammen und wir waren früher nicht beim Fiat Ducato, sondern beim Peugeot Boxer, was ja das gleiche Fahrgestell ist. Okay. Und sind aber dann zu Mercedes gewechselt und haben festgestellt, dass die Verbindung Mercedes Sprinter und Bimobil vom Ambiente und von der Qualität und so wirklich gut zusammenpasst. Und eben Allrad, nachdem wir inzwischen sehr, sehr hohen Anteil an Allradfahrzeugen haben, der Werksallrad, ist ein richtig gutes System, gerade für eben, wie ich vorhin beschrieben habe, diese Schlechtwegesituation und mal einen Stellplatz ausprobieren. Das heißt auch, die Reifen auf Wunsch, die bekäme ich dann noch ein bisschen grobstolliger, wenn ich das möchte.
Richtig, bei den Reifen, beim 3,5 Tonner bzw. beim 4,1 Tonner haben wir eine Lösung, dass wir da etwas rustikalere und leicht offroad-fähige Reifen kriegen mit einer Aluminiumfelge. Mensch, der ist so lieb, der Wagen. Ja. Ich bin gerade mal... Was könnte man da alles machen draus, ja, um ihn so richtig böse zu machen? Aber das ist ja gar nicht das Ziel, sondern ihr wollt ja unauffällige, fast schon konservative Fahrzeuge. Ja, also ein bisschen Understatement, unauffällig, dass wenn ich irgendwo auf einem Parkplatz stehe, dass nicht sofort die Leute drumherum stehen und nicht sofort die Polizei fragt, was man da tut, sondern dass man halt einfach da parkt. Hier vorne sieht man auch die Lampen. Das ist, sag mal, da hätte man ja jetzt auch irgendwelche Designlampen wählen können mit allem drum und dran. Das ist wahrscheinlich aus dem Zulieferbereich für LKWs. Genau, das Zulieferbereich einfach in der Glattblechschürze integriert. Gibt es auch überall wahrscheinlich weltweit, kriege ich die Lampen nochmal nach. Klar. So oder so eine ähnliche. So oder so ähnlich. Und ein Loch im Blech schneiden kann man überall auf der Welt. Also das ist bewusst nichts Besonderes. Sehr schön. Ja, eine Bleibatterie, die macht auch eine gute Leistung, muss man sagen. Gute Leistung, Gelbatterien können ja genau das, was ein Reisemobil braucht, sprich wenig Strom über lange Zeit abgeben. Wenn ich jetzt die LED-Beleuchtung entsprechend lange habe und Kühlschrank läuft und so, wenn ich einen Kompressorkühlschrank habe, dann ist die Gelbatterie genau die richtige Batterie. Wenn ich die richtig hohen Energien fahre und auch ein Energieangebot habe, über Landstrom, über Wechselrichter und Lichtmaschinenkonzepte, dann mache ich eine Lithiumbatterie, aber im Reisemobilbereich ist die Gelbatterie nach wie vor mindestens erste Wahl. Ja? Ja, ihr habt das wann vorgestellt, das Konzept hier mit dem... Den HR 380, den haben wir vor 1,5 Jahren ungefähr gebracht. Und der Markt hat ihn verlangt? Markt hat ihn verlangt. Das ist ein kompaktes Fahrzeug, wir gehen ja gleich rein. Ich habe eine wunderschöne, richtig große Rundsitzgruppe, wo man eben auch mal für abends nach der Oper ein paar Gäste einladen kann. Wo man auch mal beim Regenwetter sich schön einen Tag verbringen kann und es ist wirklich gemütlich. Ja, ich bin mal sehr gespannt, denn es erwartet uns ein kleines Wunder. Ich weiß nicht, ob du vorher schon mal ein Hubbett verbaut hast in einem Fahrzeug. Wir haben tatsächlich schon mal Hubbetten verbaut, aber noch nicht als Serienfahrzeug. Das ist das allererste Mal. Das allererste Serienfahrzeug mit Hubbett bei B-Mobil, ja. Wir haben auch was Tolles hier, das will ich vielleicht noch mal ganz kurz einläuten lassen, weil wir werden es heute nicht mehr filmen können. Das ist so eine spezielle Kabine, hier kann man auch mal drunter gucken, wie die normal. Die Pickups, genau. Wir haben ein Wechselsystem, das heißt, man sieht es gerade im Film, das ist gut. Ich kann also in 3 Rüstzuständen fahren, das heißt, ich kann mit dieser Plattform fahren, wie man es hier sieht, das ist die Urlaubsvariante, hier bin ich mobil unterwegs. Ich kann, wie es im Film zu sehen ist, Wohnkabine aufsetzen, dann bin ich ein kompaktes, allradgetriebenes Reisemobil und ich kann für den Alltag die Originalpritsche wieder draufsetzen und habe einen Alltags-Pickup mit Ladefläche. Das ist eine extrem variable Sache, kleine Kabine, ganzjahrestauglich und flexibler geht es nicht. Ich spare mir ein Auto, ich habe ein Allradauto, ich kann es für den Alltag nutzen, also ganz, ganz tolle Lösung. Technisch gesehen die gleiche Kabine? Wir machen keine Unterschiede in der Qualität, das heißt, ob ich jetzt ein Expeditionsfahrzeug auf dem Unimog habe, eine Pickup-Kabine oder eine Reisemobilkabine, immer die gleiche Bauweise und immer die gleiche Qualität. So, wir gehen mal rein. Ich verweise ganz bewusst auf die anderen Videos, weil Edelstahl, Passmaße, liebe Kinder, ihr müsst euch die Videos anschauen. Es ist einfach nur brutal, was der Stefan und das Team von B-Mobil auf die Beine gelegt haben. Er kommt aus der Luftfahrttechnik, das sieht man auch. Überall Nieten, ganz viele Schrauben und ja, das Ganze ist satt. Es fällt satt ins Schloss. Ich zeige nur mal so ein kleines Detail. Das sieht aus wie beim Banktresor. Also muss einfach da vom Dreipriegelschlangenschloss geht einfach die Stange da rein. Das kriegst du nicht auf, oder? Nein. Ja. Ich glaube, dass die Leute es eventuell ja schon mal probieren. Also wenn jetzt ein Böser kommt und wenn ich das abschließe, das Ding, und lass einfach stehen, ja, du kommst das gar nicht rein. Also okay, durchs Fahrerhaus, aber das ist ja auch nochmal abgeschlossen. Ja, oder ich säge ein Riesenloch in die Seitenwand oder sonst irgendwas. Aber einfach mal schnell, sicherlich nicht. Ja, hier haben wir ein Konzept, das haben wir heute gefilmt, im günstigen Bereich vom Fließband, nämlich ein Hubbett, so viel kann ich schon mal sagen. Und das Hubbett hat natürlich enorme Vorteile, Patricia. Ja,
Auf jeden Fall. Es bietet sehr, sehr viel Raum. In dem Fall sehr viel Raum für eine riesige Sitzgruppe. Und es ist halt einfach praktisch. Man hat nicht irgendwo das Bett noch unterzubringen, sondern man fährt es einfach hoch. Und ja, also ich finde, das ist super gelöst hier. Ich kann nämlich alles drauf liegen lassen wahrscheinlich. Also das ganze Bettzeug, wenn ich das möchte. Ich fahre das gesamte Bett inklusive Bettzeug und Schlafanzug ab nach oben. Brauche mich um nichts mehr kümmern. Also das würde ich doch schon mal gern sehen, wie das funktioniert. Denn Ja, klar. ist es jetzt oben komplett? Ganz oben? Hier muss man gestehen, der das gebaut hat, hat es nicht ganz richtig eingestellt. Ja, es ist jetzt ganz oben, ist aber nicht hoch genug. Okay, man kann es ein bisschen höher einstellen. Muss noch ein bisschen höher eingestellt werden. Ja. Ansonsten fahren wir hier einfach runter. Achso, es liegt denn am Tisch? Ah nee, okay. Nee. Das ist die Sitzhöhe. Genau. Ich kann wahrscheinlich auch mittendrin stoppen und anhalten, wo ich will. Richtig? Das ist ja riesig. Das ist ein großes Bett. Ja, geh mal drauf, Patricia. Schuhe aus. Ja. Auch hier wieder ist uns immer ganz wichtig, wenn das Bett gebaut ist, einer kann noch seinen Wein austrinken oder schon mal sich hinsetzen und einen Frühstückskaffee trinken. Und ihr könnt dann zweiter und dritter noch schlafen hier drunter. Und Theoretisch. hier kann man hier noch ein Doppelbett draus bauen. Ja. Und das noch ein bisschen hoch. Sieh dir diese Fläche an. Und ich fahre es komplett hoch. Es ist weg quasi. Ja. Und damit kriege ich trotz dieser extrem kompakten Außenmaße, kriege ich halt einen Grundriss mit einer großen, wirklich großen Sitzgruppe und einer separaten Dusche hin. Das geht nur mit Hubbett. Ist es sehr schwer, das Hubbett, weil es ja doch oben ist? Nein, ist nicht schwer. Das ist unser Holz und ein entsprechendes Leichtbau. So, ich kann auch rausschauen schön. Ja. Kann auch die Fenster noch bedienen, auch vom Bett aus. Ja, super. Ja, wie war die Reaktion der Kunden aus Hubbett? Gut. Es ist ein bisschen ein anderes Klientel. Man spricht nicht so die klassischen Offroad-Kunden an, aber das war ja auch das Ziel. Nein, das kommt sehr, sehr gut an, das Modell. So, wir lassen die Patricia mal oben fahren. So, nee. Das Schöne ist auch, wie man draufkommt, ist schön. Das heißt, ich habe das Polster hier vollkommen gefahrenlos, kann ich mich abstützen. Einfacher geht's Hier auf nicht. den Tritt nochmal, ja, dass Ja. man wirklich in Stufen nach oben kommt. Das heißt, man braucht auch gar keine Treppe oder Leiter. Nein, ich denke nein. Stefan, fahr's bitte nochmal hoch, denn da drunter, das ist ja fast noch spannender, ist nämlich eine Panoramasicht mit 3 Fenstern. Ich glaube, darauf habt ihr auch großen Wert gelegt, dass man von der Sitzgruppe aus einen tollen Überblick hat. Ja. So, und das Ganze ging jetzt noch ein bisschen höher, haben wir gesagt. Jetzt sowieso noch ein Stückchen höher, oder? Richtig, Genau. ein Stück höher. Also jetzt nicht, die Gurte sind nicht genau richtig eingestellt. Der ist insgesamt ein bisschen zu tief eingestellt. Ja, Aber aber das es, Fahrzeug haben wir 2 Tage vor der Messe fertiggestellt. das ist ja auch so, es gibt ja gewisse Fahrzeuge, die man zeigen möchte, die müssen ja unbedingt fertig werden, oder? So ist es, ja. Und die Kollegen kriegen da ein bisschen Stress. Ja, aber nur ein bisschen. Ich zeig mal gerade, wie die sich da hinlümmelt. Chef taucht halt dann leicht vermehrt in der Werkstatt auf, wenn es eng wird. So, da sie ja jetzt Strümpfe anhat, man kann sich schön hinlümmeln, das ist also auch... Richtig in die Ecke fläzen, das ist genau das, warum man so eine Rundsitzgruppe hat. Jeder kann die Füße hochtun, man kann sich so richtig schön reinlegen in die Ecke, genau. Und es ist wirklich so, ich kann es umbauen zum Bett, kann hier unten können 2 schlafen, oben 2. Ich kann es anhalten, wann ich will. Ich habe gehört, dass die Gurte sind unglaublich belastbar. Also ich habe von Leuten gehört, die können so irgendwie 600 Kilo haben die mal irgendwie gezeigt, dass man draufpacken kann. Aber ich nehme an, das Bett ist auch geprüft. Das ist ein stabiler Gurt, da kann nichts passieren. Also es ist vom Zulieferer ein Bettsystem, das ist bewährt. Sieht man bei Mitbewerbern genauso. Sag mal, das Design von den Polstern haut mich ja um. Das ist total cool. Dass man sich das traut, so schlicht zu machen. Das ist erinnert mich original an die 60er, im Prinzip die Beginne von Wohnwagen. Da hat man, glaube ich, vieles richtig gemacht, oder? Ich denke ja. Und wie gesagt, Stoffe, das ist Geschmackssache, das ist Designsache. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich
also ein wichtiger Wohlfühlfaktor vom Raumgefühl, dass die Farben stimmen. Und wir machen das bei uns in der Firma so, dass das vom Vertrieb oder unterschiedliche Mitarbeiter sich das Design auch aussuchen. Wenn ich immer das Design aussuche, ist es immer der gleiche Stil. Ja, und so gibt es so mehrere Leute, wo man einfach sagt, jetzt such du den mal aus, und dann haben wir auch ganz unterschiedliche Stile und Vorschläge. So, die Höhe ist wahrscheinlich wie bei allen ungefähr hier auf der Position 1,80 Meter, 2 Meter. Hier, wo sie gerade sitzt, die Höhe über Grund. Ja. Das heißt, ich kann ungefähr in der Höhe sein. Ja. Ich kann über normale Wohnwagen einfach drüber gucken. Das ist das Schöne. Ich habe eine auch schöne über die Köpfe von den Leuten, die vorbeilaufen. Eine gewisse Höhe ist uns immer ganz, ganz wichtig, dass halt auch nicht jeder, der vorbeigeht, gleich ins Auto reinschaut. Ist ja so ein bisschen auch Privatsphäre hier drin. Ich will ja auch mal, banal gesagt, in Unterhose hier sitzen können, ohne dass irgendjemand sich drüber mokiert. Es ist ein richtiges Bimobil, richtig? Das heißt, der Aufbau ist genauso wie bei allen anderen. Es ist halt nur das Fahrgestell, was vielleicht nicht ganz so performant ist dann. Nein, das ist ein Sprinter-Allrad-Fahrgestell. Der EX366, der als Fernreisefahrzeug konzipiert ist auch ein Sprinter-Allrad-Fahrgestell. Qualität ist die gleiche. Es geht um das Raumkonzept. Ich habe hier nicht so viel Stauraum für Sportgeräte, für große Sachen. Ich kriege vielleicht noch ein Golfbag rein oder ein kleines Faltrad, aber die große Taucherausrüstung und die Trekkingausrüstung und das Boot und, was gerne mal für eine Langzeitreise mitgenommen wird, passt hier halt nicht. Das ist ein Teil der Beratung, die ihr auch macht. Das heißt, ihr fragt ja die Leute, was wollt ihr damit machen? Ja. Und wenn die dann sagen, nee, ich habe gar kein Surfbrett, dann ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Was mir auffällt ist, ihr habt es geschafft, es unglaublich hell zu machen, das Fahrzeug. Ihr habt hier keine Stallbeleuchtung jetzt gerade an, wie bei den meisten Ausstellern. Die haben nämlich in die Lüftungen haben die extra Lampen reingehangen, damit es hell wird. Nein, durch das indirekte Konzept. Das ist immer Originalbeleuchtung. Es ist schön, also es ist sehr hell. Also wenn ich nur mal hier den Tisch zeige, da braucht die AGC nicht umzuschalten. Ich habe aber noch Potenzial. Stark. Doppelklick. Da wird es viel heller und dann ist der Tisch auch richtig hell. Also Essen. Arbeitsbeleuchtung. Ja. Jetzt bin ich im Bürobereich. Was vielen ja auch wichtig ist, dass sich mal hinsetzen können, sie können ein Notebook machen. Beim Thema Homeoffice gerade zur Zeit vielleicht durchaus ein Argument ist. Dann wäre es ganz gut, wenn man eine kleine, einen entsprechenden Hintergrund hochrollen könnte, den man vorher zu Hause fotografiert hat. Videokonferenz, was nicht so auffällt. Man kann aber, das habe ich gesehen bei Microsoft, man kann den Hintergrund automatisch austauschen lassen. Da ist dann der Hintergrund drin. Ja, die Spüleküche ist immer noch recht groß. Ja. Auch hier sieht man im Vergleich zu manch anderem Modell, was wir uns heute schon angeschaut haben, eine kleine Küche. Aber auch hier, ich kann ganz normal kochen. Ich habe meinen Zweiflammenherd, ich habe eine Spüle. Ich kann es nutzen. Ja. Die Eigenschaften im Gelände sind trotzdem gut, wenn man fahren kann, oder? Mit dem Auto. Selbstverständlich. Ja. Das ist ja auch nicht das Kriterium, warum wir sagen, das ist nicht als Fernreisefahrzeug konzipiert. Das ist nur die Raumaufteilung und die Stauraummöglichkeiten und die Frischwassermöglichkeiten, wie ich da spielen kann und variieren kann. Wenn ich sage, nein, ich will mit dem ins Gelände und das Konzept passt, dann bin ich damit genauso gut unterwegs wie der EX366, wo wir vor kurzem fantastische Bilder von einer Kundin aus Island gekriegt haben, die durch die Furt fährt. Also. Was ich gesehen habe, Hymer zum Beispiel bietet ja auch so ein Fahrzeug, 4x4 Allrad, ein Allradkonzept. Als ich auf die Preisliste geguckt habe und eben auf deine Preisliste, du warst günstiger. Das wissen aber viele nicht, also die vielleicht gar nicht wissen, dass ihr so ein Fahrzeug habt, weil ihr immer so vielleicht ein klein wenig in die Ecke gestellt werdet. Ihr habt nur Fernreisemobile. Wir haben uns sehr in die Richtung Fernreisemobile entwickelt. Wir kommen ja ursprünglich aus dem robusten Reisemobilsektor. Und ja, kann sein, dass wir momentan nicht damit verbunden werden. Wobei der Hymer, so, wenn es der ist, der über den Freistaat vermarktet wird, da ist ein Igelhaut-Allrad drin. Und der Igelhaut-Allrad ist ein sehr teurer Allrad. Ich habe ihn gefilmt. Also der war in Kalkar, stand das Pärchen, hat ihn frisch abgeholt. Ich habe eine Dreiviertelstunde gefilmt. Und Palmowski hieß der Händler. Der hat ihn irgendwie gemacht. Aber das war auch ein tolles Fahrzeug. Ich war ganz begeistert. Was ganz anderes. Also wenn man reinkommt, Fernseher, Sattanlage, Luxus. Ja. Das hier ist reduziert. Was ich stark finde, es zwingt einem so ein bisschen auf das Wesentliche. Also es ist so dieses wie hat es eben gesagt, das Bling Bling.
Ja, es ist halt, hier hat man keinen Glasschrank voller Gläser und, Beleuchtet. und das ganze Bling-Bling drumherum. Hier ist es halt wirklich Qualität und es wird sich hier halt auf das Wesentliche konzentriert. Man campt immer noch, man ist quasi in diesem Caravaning und darauf wurde sich halt hier sehr spezialisiert. Auch der Bezug zur Natur ist uns immer ganz wichtig, ja? Dass man wirklich sagt, ich stehe in der Natur oder bin in der Nähe der Natur und kann raus. Ja. Ja, das Thema Möbelbau hier ist ja nicht vergleichbar mit Serienproduktionen vom Fließband, sondern ich habe hier echtes Holz. Immer echtes Holz? Immer echtes Holz. Immer. Wenn es nach Holz aussieht, ist es echtes Holz. Wir machen keinerlei Plastik und Holzoptik. Das gibt es nicht bei uns. Ja, auch die Küche, das ist halt so eine Sache. Wenn man, also glaube ich, einmal diesen Virus geschluckt hat von Bimobil, ja, das ist ja, ich glaube, es ist was ganz Gemeines. Ja. Du infizierst die Leute, die bleiben ihr Leben lang dabei. Es soll Leute geben, die haben schon das 3., 4. Also der Rekord liegt bei Nummer 8. So, hier ist ein Schrank. Selbstverständlich. Warte, ich stehe mal auf. Große Schränke sind wichtig. Ist nämlich so schön gemütlich gewesen, dass ich fast nicht mehr aufstehen wollte. Ja, wenn man sie so in der Ecke sieht, das ist genau das, wo man sagt, Nee, da ist auch mal schnell 2 Stunden weg in der Haltung. Ja? Ja, man könnte nämlich auch den Tisch runter machen, dann können wir die Beine auch da drauf legen. Ja. Das ist so. Du hast eben gesprochen, barfuß tauglich. Also hier ist alles so schön warm. Also da ihr ja keine Fußbodenheizung habt im Regelfall, ist hier Fußbodenheizung drin? Nein, Genau. nicht. Wie immer bei uns Warmluftheizung, aber wir haben einen 6 cm dicken Boden mit 5 cm dicken Schaum. Also 6 Zentimeter dicken Boden. Das heißt, hier wird nichts kalt. Also, und wenn sich das einmal entsprechend aufgeheizt hat, dann bleibt es sehr wahrscheinlich. gemütlich. Genau. So, das nächste, das ist das Bad. Ja. Hier unten haben wir noch eine schöne große Schublade Mhm. mit Softeinzug. Und hier haben wir unser Badezimmer mit separater Dusche. Das ist das Schöne bei diesem Grundriss. Trotz der Kompaktheit durch das Hochbett einfach eine separate Dusche. So, Patricia, geh mal rein. Jetzt darfst du mal testen. Eben ging das schwierig. Du konntest nicht rein, aber separate Dusche heißt, ach so, mit einer eigenen Tür, Ja. die ich zumachen kann. Ich komme mal zu dir. Mach jetzt nicht ganz so, weil hier ist Mach mal gerade ein kleines bisschen auf, dass ich dich noch mal sehen kann. ja. So, und hier oben habe ich dann, warte, ich zeig's mal gerade. Das läuft relativ steil ab, das heißt, es läuft immer ab. Das ist also auch ein Vorteil. Die Duschwanne habt ihr wahrscheinlich ausprobiert vorher. Ja, selbstverständlich. Und ansonsten die gewohnte Optik. Die ganzen Kabel, die hier rumliegen, sind der Corona-Messe geschuldet. Das heißt, wir haben jeder Dachhaube noch einen Ventilator reingelegt, um die Luft ein bisschen nach oben abzusaugen. Teil des Sicherheitskonzeptes. So Was ist es. übrigens sehr gut funktioniert auf der Messe. Ja, ihr seid sehr zufrieden mit der Messe. Ja. Sonst gäbe es nämlich schon Schlagzeilen. Richtig. Eine große deutsche Tageszeitung berichtet, jemand hatte eine Maske nicht auf. Wir dürfen ins Filmen ohne Maske, das ist vorher abgeklärt mit der Messe, weil wir Abstand halten. Und der Dometic Absorberkühlschrank. Kein, der uns sehr bewährt ist. Ich glaube, der wurde so oder so ähnlich. Schon seit Jahrzehnten gebaut. Ja. Auch da kriege ich Service, glaube ich, auch in China. Ja, Das kann jeder reparieren. so ist es. Die gehen leider selten kaputt. Das ist so der. Genau. Hier, guck mal hier, vorne. Ja, komme ich ja auf. Ist ja gut. Ja, ich habe jetzt genug hier. Das denken hier noch, ich hätte Geld bekommen. Ich habe kein Geld bekommen, richtig? Richtig. Genau, wir machen das aus eigenem Wir haben uns heute Ansporn. erst kennengelernt. So, es war auch keine Auftragsproduktion, wenn das irgendjemand Nein. sieht. Genau. Und trotzdem bin ich der Meinung, wenn diese Ingenieurskunst oder Handwerkskunst einfach so ausgeführt wird, dann muss man das auch mal zeigen, damit die Leute auch mal den Unterschied sehen. Wir haben ja vieles gefilmt. Gut, man muss ja vielleicht auch nicht so auf Leichtbau achten. Ich bin in einer etwas anderen Fahrzeugklasse. Ich bin wahrscheinlich über 3,5. Der funktioniert aber noch mit 3,5. Das ist der 4,1 Tonnen Sprinter. Ja. Den kann ich aber mit 3,5 Tonnen zulassen. Wenn ich jetzt keine große Zuladung brauche, wenn mir 300 Kilo ungefähr reichen als Zuladung, kann ich den mit 3,5 Tonnen fahren. Schön. So, ich blicke mal ganz kurz ins Cockpit, wenn du mich mal durchlässt.
So, hier kann ich durchgehen, ich kann es abschließen. Das ist serienmäßig, habe ich ein Schloss drin. Ja. Das ist schon mal, schafft Vertrauen. Also wenn ich hier reinkomme, bin ich noch nicht drin. Richtig, noch eine Tür dazwischen. Die Alarmanlage ist möglich. Ja, selbstverständlich. Alles, was das Basisfahrzeughersteller anbietet, kann man auch über uns bestellen. Schön. Hier ist noch ein großes Fach drüber, haben wir schon gezeigt? Ja, haben wir schon. Haben wir gerade gezeigt, ja. Aber da oben drüber, glaube ich, das Fach, das haben wir noch nicht. Machen wir es noch Das weiter? war ich mir nicht ganz sicher. Ah, okay. Das geht nochmal zur Seite so ein bisschen. Ja. Ich glaube, so Staufächer kann man nie genug haben, Nein. die irgendwie da sind. Jeder Raum, der irgendwo verfügbar ist, muss auch sinnvoll genutzt werden. Oh, ich mag Hubbetten. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist der Platz nicht so vergeudet. Ja, wir gehen raus. Abmoderation 142.397 € mit der Mehrwertsteuer. Wäre fällig, wenn Sie dann noch ein bisschen Zeit haben. Denn die Wartezeit ist einfach gegeben aufgrund der Manufaktur. Auf Basis Mercedes Sprinter Allrad, das Bimobil HR 380. Und HR heißt Human Resources. Heckrund. Ich habe es vermutet, Deutsch. Heckrund, wenn die Amerikaner kommen, die dann sagen, das ist aber so, das kommt auch in Amerika gut an, diese Begriffe, oder? Heckrund, da fragen die immer. Genau. Ja, wenn ich Interesse habe, lieber Stefan, einfach anrufen bei euch und einen Termin ausmachen. Termin ausmachen mit dem Vertrieb, vorbeikommen. Wir haben noch mehr Ausstellungsfahrzeuge, als wir hier in Düsseldorf gezeigt haben. Einfach vorbeikommen, Beratung in Richtung Fernreise dauert einen Tag, in Richtung Reisemobil mindestens einen halben Tag, alles anschauen, wirken lassen, Zeit nehmen. Unser Ziel ist, dass der Kunde mit dem richtigen Bimobil unterwegs ist. Ja, und die Patricia hat ihr Wunschmobil ja schon gefunden. Den C-Klasse-Führerschein hat sie schon in Aussicht gestellt bekommen. Und das wäre dann vielleicht der EX 432. Haben wir übrigens auch einen eigenen Film zu gemacht. Ja, ich danke dir einmal, Patricia. Danke, Sven. Ja, ein ganz großes Lob an den Stefan. Das hast du ganz toll gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao.